Das Jahr 1955 ist geprägt von globalen politischen Spannungen, technologischen Durchbrüchen sowie kulturellen Meilensteinen. Ein Jahr des Umbruchs und des Fortschritts, das die Weichen für die Zukunft stellt. Wichtige Ereignisse prägen diese Zeit. Hier sind einige der wichtigsten. 12. November. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Bundeswehr gegründet. Dies ist ein bedeutender Schritt im Rahmen der Wiederbewaffnung Deutschlands im Kontext des Kalten Krieges. 30. September. Der amerikanische Schauspieler James Dean stirbt bei einem Autounfall. Dean wird zu einem Symbol für die Rebellion der Jugend und sein früher Tod macht ihn zu einer Legende und einem kulturellen Symbol der 50er Jahre. 14. Mai. Der Warschauer Pakt wird gegründet. Ein Militärbündnis der sozialistischen Staaten unter der Führung der Sowjetunion. Der Pakt wird zum Gegenstück der NATO und spielt eine zentrale Rolle im Kalten Krieg. 18. April. Der berühmte Physiker Albert Einstein stirbt in Princeton, New Jersey. Einstein wird zu einem der bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts und bekannt für seine Relativitätstheorie. Und dann gibt es noch den 25. Juni. Es beginnt allerdings alles anders als man denkt, nämlich mit dem Renault 4 CV. Die 50er Jahre. Eine kleine Werkstatt im normannischen Dieppe, am Meer gelegen, circa 3 Autostunden nordwestlich von Paris gelegen, beziehungsweise in der damaligen Zeit etwa 3 bis 4 Stunden. Hier arbeitet Jean Redelet, ein junger und ambitionierter Autohändler, der neben seiner Tätigkeit als Händler eine große Leidenschaft für den Rennsport pflegt. Redelet ist erfolgreicher Rennfahrer, der vor allem durch seine Erfolge mit dem am Anfang erwähnten Renault 4 CV bekannt wird, den er für Rennen modifiziert. Seine Erfahrungen auf der Rennstrecke zeigen ihm jedoch, dass die meisten Serienfahrzeuge nicht das Potenzial haben, das er sich wünscht. Er träumt von einem Auto, das leicht, wendig und zugleich leistungsstark ist. Ein Auto, das den Herausforderungen des Motorsports gewachsen ist. Gesagt, getan. 1955 gründet Redelet die Société des Automobiles Alpines, benannt nach seinen Erfolgen bei der Coupe des Alpes, einer renommierten Rallye. Sein erstes Modell, der Alpine A106, basiert auf dem Renault 4 CV, doch Redelet geht neue Wege. Er setzt auf eine Karosserie aus Fiberglas, um das Gewicht zu reduzieren, und optimiert das Fahrwerk für maximale Agilität. Für die Umsetzung dieses Plans beauftragt er die Brüder Schapp. Sie nutzen das Chassis und den Antriebsstrang des Serienmodells, übernehmen zudem Teile des Innenraums sowie der Beleuchtung. Bis 1957 verwendet man als Frontscheibe des Fahrzeugs die Heckscheibe des Renault Frégate, eines Mittelklasse-Modells. Das erste Modell wird von den Schapp-Brüdern noch aus Stahlblech gefertigt, doch in der ab 1955 produzierten Kleinserie erhält der Wagen eine Karosserie aus verstärktem Polyesterharz. Auch einige Cabriolet-Versionen werden gebaut.
Die Fahrzeuge wiegen nur etwas über 500 Kilogramm und sind lediglich 3,7 Meter lang. Anfangs werden sie vom 750 Kubikzentimeter großen Vierzylindermotor des Renault 4CV angetrieben. Später mit dem leistungsstärkeren Motor des Renault Dauphine ausgestattet, kann die Wettbewerbsfähigkeit weiter gesteigert werden. Erfolge bei renommierten Veranstaltungen wie der Mille Miglia machen das Auto über Nacht bekannt und erhöhen die Nachfrage. Alpine reagiert darauf, indem sie bald getunte Motoren anbieten, die speziell für den Renneinsatz optimiert sind. Der A106 ist nicht nur auf der Rennstrecke erfolgreich, sondern legt auch den Grundstein für den Ruf von Alpine als Hersteller innovativer und sportlicher Fahrzeuge. Die Modellpalette von Alpine wird mit dem A108 Coupé 2+2 erneut erweitert. Länge knapp unter 4 Meter, Breite 1,5 Meter, Höhe 1,20 Meter, Gewicht 595 Kilogramm. Die Karosserie und das Design stammen von Chappe et Gezelin. Das Design ist ein vollkommen eigenständiger Entwurf mit kleinen Heckflossen, der jedoch insgesamt etwas unfertig wirkt. Die Frontscheinwerfer sind in den Kotflügeln des Fahrzeugs untergebracht. Das Dach ist kantig und weniger abgerundet im Vergleich zum Coupé-Modell. Der A108 Coupé 2+2 ist ein Alpine mit 4 Sitzplätzen und sollte daher für Familien ansprechend sein. Im Jahr 1959 wird der A108 als normale Coupé-Version auf den Markt gebracht und auf dem Automobilsalon in Paris vorgestellt. Der Wagen ist eine Weiterentwicklung des A108 Cabrios von 1958. Die Grundform des Cabrios wird unverändert beibehalten, nur wenige Exemplare sind bis heute erhalten. Im Jahr 1960 wird das Design des A108 grundlegend verändert und neu angepasst. Man beginnt mit einer umfangreichen Überarbeitung der Karosserie. Mit dieser Überarbeitung wird das Design geboren, das die Fahrzeuge der Marke Alpine bis in das Jahr 1977 prägen sollen. Das neue A108 Coupé erhält den Namenszusatz Coupé Sport. Die im gleichen Jahr vorgestellte Cabrio-Version entsprechend Cabrio Sport. Für die Hauptscheinwerfer werden Lampentöpfe in die Kotflügel integriert und mit Plexiglas verschlossen. So wird die Front neu gestaltet. Unverändert bleiben dabei die seitlichen Lüftungsschlitze zur Kühlung des Motors. Erwähnenswert ist außerdem der südamerikanische Ableger des A106, das Schwestermodell sozusagen, der A108, welcher nicht nur in Frankreich produziert wird, sondern ab 1961 auch im brasilianischen São Paulo beim Automobilhersteller Willys Overland do Brasil in Lizenz gebaut, als Willys Interlagos vermarktet und genauso wie ihre französische Schwester im südamerikanischen Rennsport eingesetzt wird. Der Alpine A110, eingeführt 1963, wird schnell zum Inbegriff des sportlichen Geistes von Alpine. Seinen großen Bekanntheitsgrad erlangt das Fahrzeug durch seine Erfolge im internationalen Rallye-Sport, wie zum Beispiel die Dreifachsiege bei der Rallye Monte Carlo 1971 und 1973, der Gewinn der Europameisterschaft 1970, der Gewinn der internationalen Markenweltmeisterschaft 1971, ein Sieg bei der Weltmeisterschaft 1973 sowie der Titel Vize-Weltmeister 1975.
Das Coupé zeichnet sich durch eine extrem flache, nur 113 cm hohe Kunststoffkarosserie aus, die einen robusten Zentralrohrrahmen umschließt. Diese schlanke und aerodynamische Form bietet zunächst Platz für die Mechanik des Renault 8. Das Basismodell, ausgestattet mit dem 956 Kubikzentimeter Motor des Renault 8, liefert moderate 48 PS. Doch bald geht Alpine einen Schritt weiter. Besonders die Variante mit dem 1,3 Liter Vierzylindermotor erlangt Popularität. Sie brilliert nicht nur auf den Rallye-Strecken, sondern bietet auch im Alltagsbereich puren Fahrspaß. Fans des A110 schätzen die direkte dynamische Fahrweise des Heckmotor-Coupés, selbst wenn das Fahrerlebnis durch den lauten Innenraum und die beengten Platzverhältnisse im Cockpit etwas kompromittiert wird. Eine spezielle Herausforderung bietet das Fahrverhalten in Schnellkurven, wo der A110 typischerweise zum Übersteuern neigt. Eine Eigenschaft, die selbst der starke negative Sturz der Hinterachse nicht vollständig ausgleichen kann. Diese Eigenarten machen das Fahren des A110 jedoch zu einem Erlebnis, das nur echte Könner zu meistern wissen und das den Reiz des Fahrzeugs ausmacht. Die 1962 vorgestellte GT4-Version ist eine 2+2-sitzige Version des A110. Er soll als Alpine Familial einen anderen Kundenkreis ansprechen, der mehr Komfort und Alltagstauglichkeit wünscht. Damit greift Alpine ein Konzept auf, das kurzzeitig bereits beim Vorgängermodell A108 Coupé 2+2 umgesetzt worden war. Wie auch beim 108er Modell wird die Kunststoffkarosserie des GT4 von Chappe Excellent hergestellt. Dort werden auch die Autos zusammengebaut, lackiert und die Innenausstattung installiert. Schließlich werden die Fahrzeuge nach Dieppe transportiert, wo Alpine-Mechaniker den Motor, das Fahrwerk und das Getriebe einbauen. Der A110 GT4 wird von 1962 bis 1969 in einer Stückzahl von 263 Fahrzeugen gebaut. Darüber hinaus wird 1968 ein Sondermodell der Balinette in Dieppe produziert, anlässlich der Olympischen Spiele in Grenoble. Ausgerüstet mit einem 1600er Motor, einer weißen Lackierung, die von einem zentralen roten Streifen unterbrochen wird, sowie einer roten Innenausstattung. War das Balinette-Modell ein Kassenschlager, so werden ab 1963 nur etwa 60 bis 70 Stück des Cabrio-Modells hergestellt. Es ist eine Weiterentwicklung des Alpine A108 Cabrio Sport von 1960. Die Modellübergänge sind in erster Linie durch andere Motoren bestimmt. Mit der Verwendung neuerer Motoren wurde ebenfalls das Heck überarbeitet, so dass die A110er Modelle die Luft nicht mehr über die Seiten bekommen, wie noch das A108er Modell. Der 1963 entwickelte M63, der verbesserte M64 von 1964 und der weiter verbesserte M65 von 1965 haben jeweils zahlreiche Rennen gewonnen. Und der sogar noch weiterentwickelte A210 erreicht respektable Erfolge im Motorsport und sichert sich sogar die Plätze 1 bis 3 in der Energieeffizienzwertung beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1967. Zudem kann er im selben Jahr 2 Klassensiege einfahren.
Doch der A210 fährt in einer kleineren Hubraumklasse und Alpine weiß, dass sie, um in den oberen Klassen konkurrenzfähig zu sein, mehr Leistung brauchen. So entsteht der Plan, einen komplett neuen Prototypen zu entwickeln. Der Alpine A220 ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und der Wunsch von Alpine, endlich in der obersten Liga mitzuspielen. Es handelt sich um einen radikal neuen Rennwagen mit einem 3 Liter V8 von Gordini. Der A220 ist größer, schneller und moderner als seine Vorgänger. Das Ziel? Le Mans. Die Franzosen wollen den großen, schweren Boliden aus Italien, Deutschland und Amerika zeigen, dass französische Ingenieurskunst auch mit viel weniger Gewicht und Hubraum konkurrenzfähig sein kann. Doch dann zeigt sich schnell, dass der Weg zum Erfolg steiniger ist als erwartet. Mechanische Probleme, vor allem mit dem Motor, werfen 3 der 4 Fahrzeuge aus dem Rennen. Aber es gibt einen Lichtblick. Einer der A220 erreicht tatsächlich das Ziel und rettet Alpine die Ehre. Es ist eine beeindruckende Leistung, auch wenn das Team hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Hoffnungen, dass der Alpine A220 die etablierten Teams herausfordern kann, zerschlagen sich innerhalb weniger Stunden. Für Alpine ist es ein harter Rückschlag. Sie haben viel investiert, aber Le Mans zeigt keine Gnade, vor allem nicht für neue Herausforderer. Ein großes Problem, das sich bereits bei den Tests zeigt, ist der Motor. Der 3 Liter V8 von Gordini liefert zwar die nötige Power, doch er ist auch anfällig für Überhitzung und andere mechanische Defekte. Die Leistung ist da, aber die Zuverlässigkeit bleibt einer der großen Schwachpunkte des A220. Aber Alpine gibt nicht auf. Ein Jahr später, 1969, kehrt das Team zurück nach Le Mans. Der A220 wird überarbeitet, der Motor modifiziert und man hofft, dass diesmal der Wagen die Ziellinie erreicht. Doch erneut schlägt die Unzuverlässigkeit zu. Mechanische Defekte setzen den Wagen außer Gefecht und wieder bleibt Alpine ohne Erfolg. Es ist der zweite große Rückschlag in Folge und die Konkurrenz von Porsche und Ford ist einfach zu stark. Die Teams, die mit dem GT40 und dem 908 antreten, setzen auf Bewährtes und machen keine Fehler. Nach der enttäuschenden Saison 69 entscheidet Alpine, sich aus der Prototypenklasse zurückzuziehen. Die hohen Kosten und die ständigen Probleme mit dem A220 machen es im Team unmöglich, gegen die übermächtige Konkurrenz zu bestehen. Renault, der große Unterstützer von Alpine, lenkt seine Ressourcen zunehmend in andere Motorsportprojekte. Das Ende des A220 markiert auch das Ende eines großen Kapitels für Alpine im Langstreckensport. Doch der A220 verschwindet nicht aus den Köpfen der Motorsportfans. Er wird zu einem Kultobjekt, ein Symbol für den Mut und die Hingabe eines kleinen Teams, das sich mit den Großen messen wollte. Heute ist der Wagen ein beliebtes Sammlerstück bei Oldtimer-Fans und Motorsport-Enthusiasten. Trotz seiner Misserfolge auf der Rennstrecke bleibt er ein Fahrzeug, das für seine Zeit technisch sehr innovativ war. Der Mut und die Entschlossenheit des Alpine-Teams, gegen die Giganten des Motorsports anzutreten, wird bis heute bewundert.
Der Alpine A220 mag kein Fahrzeug sein, das durch Siege in Erinnerung bleibt, aber er erzählt eine faszinierende Geschichte. Eine Geschichte von Innovation, von Rückschlägen und von ewigem Streben nach Perfektion. Und am Ende ist es genau das, was ihn zu einer Legende macht. Der A310, der 1971 auf dem Genfer Autosalon als Nachfolger des A110 vorgestellt wird, verkörpert einen markanten Wandel im Design und in der Ausrichtung von Alpine. Die kantigere Kunststoffkarosserie bietet den Insassen wesentlich mehr Platz als die Vorgängermodelle. Unter der Haube arbeitet ein vom Renault 16 TX abgeleiteter 1,6 Liter Motor, der im Heck untergebracht ist und 127 PS liefert, allerdings mit einer etwas rauen Charakteristik. Die Erwartungen der eingefleischten Alpine-Fans werden jedoch nur teilweise erfüllt, denn viele hatten sich ein noch sportlicheres Modell gewünscht, das weniger Wert auf Komfort legt. Alpine hingegen zielt darauf ab, ein breiteres Publikum anzusprechen, was sich in der verbesserten Raumaufteilung sowie der gesteigerten Alltagstauglichkeit zeigt. Trotz dieser Anpassungen greifen letztendlich nur etwa 2300 Käufer zu, was den A310 in der Vierzylinder-Version zusammen mit der verglasten Frontpartie mit 6 Scheinwerfern heute zu einem eher seltenen Modell macht. Erst der Nachfolger, der die Karosserieform zwar beibehält, jedoch zahlreiche Verbesserungen integriert, gilt als die insgesamt empfehlenswertere Variante. Um das Fahrerlebnis weiter zu steigern, stattet Alpine den A310 ab 1976 mit dem kraftvollen V6-Motor aus dem Renault 30 aus. Der nun verwendete V6-Motor beschleunigt den A310 V6 bis auf 225 km/h, so dass der Wagen seinerzeit der schnellste Straßensportwagen Frankreichs ist. Der Wagen wird von 1976 bis 1977 im nationalen Rennsport Frankreichs eingesetzt und französischer Meister vor Lancia Stratos und Porsche. Obwohl das äußere Erscheinungsbild des A310 weitgehend unverändert bleibt, gewinnt das Fahrzeug durch die zusätzliche Leistung und die verbesserte Fertigungsqualität, die Renault nach der Übernahme von Alpine durchsetzt, deutlich an Charakter. Dazu gehört auch ein stark verbesserter Korrosionsschutz, der zur Langlebigkeit des Modells beiträgt. Zwischen 1976 und 1985 verkauft Alpine rund 11.000 Exemplare dieses überarbeiteten Modells, das als würdige französische Alternative zum Porsche 911 gilt. Dank kontinuierlicher technischer Updates bleibt der Wagen bis zu seinem Produktionsende auf der Höhe der Zeit und erfreut sich heute bei Liebhabern französischer Sportwagen großer Beliebtheit. (1978) zieht sich Jean Rédélé aus seinem Unternehmen zurück und verkauft seine restlichen Anteile an Renault. Ab diesem Jahr läutet Renault mit einer umfassenden Neuausrichtung die nächste Ära der Alpine-Modelle ein. Weniger handgefertigte Komponenten, ein neuer Name und ein weiterentwickeltes Design, das mehr auf Komfort als auf reine Sportlichkeit abzielt, prägen das Bild des neuen Modells. Wie schon sein Vorgänger, der A310, ist auch der Alpine V6 GT ein 2+2-sitziges Coupé mit Heckmotor und Kunststoffkarosserie. Der bereits aus dem Vorgängermodell A310 bekannte 2,7 Liter V6 Vergasermotor hat nun die Leistung von 160 PS.
Im gleichen Jahr kommt der Alpine Europacup, welcher bis 1987 in einer Stückzahl von 69 Fahrzeugen produziert wird, auf den Markt. Hierbei handelt es sich um ein Sondermodell, welches speziell für den Motorsport entwickelt wird. Es basiert auf dem Serienmodell Alpine GT bzw. GTA, jedoch mit signifikanten Anpassungen für den Einsatz in der europäischen Rennserie Europacup. Das Fahrzeug ist mit einem 2,5 Liter V6 Turbomotor ausgestattet, der für den Rennsport modifiziert ist. Dieser Motor leistet etwa 185 bis 210 PS, was das Auto zu einem leistungsfähigen Wettbewerbsfahrzeug macht. Das Auto besitzt eine leichte Glasfaserkarosserie, die das Gewicht minimiert und die Aerodynamik verbessert. Auch das Fahrwerk und die Bremsen sind speziell auf die Anforderungen des Rennsports abgestimmt, um eine optimale Leistung auf der Rennstrecke zu gewährleisten. Der Innenraum des Europacup-Modells ist auf das Nötigste reduziert. Rennsitze, ein Überrollkäfig und Sicherheitsgurte gehören zur Standardausstattung, während Komfortmerkmale fehlen, um Gewicht zu sparen. Das Design des Alpine GTA Europacup zeichnet sich oft durch auffällige Rennlackierungen und Sponsorenaufkleber aus. Diese Rennversion wird in der Europacup-Serie von 1985 bis 1989 eingesetzt und bietet aufstrebenden Fahrern die Möglichkeit, sich im Motorsport zu profilieren. Ab 1985 bietet Alpine den V6 GT mit einem 160 PS starken Motor an, der auch in einer Turbo-Version erhältlich ist, die auf dem Renault 25 basiert. Diese Turbo-Variante, die 200 PS leistet und den Alpine auf eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h beschleunigt, unterscheidet sich äußerlich nur in Details vom Basismodell, bietet jedoch deutlich verbesserte Fahrleistungen. Interessanterweise tragen die ersten Exemplare des V6 GT und des V6 Turbo Renault-Embleme, obwohl in den Fahrzeugpapieren weiterhin Alpine als Hersteller eingetragen ist. Im Jahr 1989 wird ein Sondermodell mit einer limitierten Stückzahl von 100 Einheiten angeboten. Der Wagen erinnert mit seinem Namen an die erste in Serie gebaute Alpine, die A106 Mille Miles. Der Wagen ist schon äußerlich durch eine eigene Lackierung zu erkennen. Alle Fahrzeuge der Alpine V6 Turbo Mille Miles tragen ab Werk nur Alpine-Embleme. Im Innenraum ist eine Plakette angebracht mit demselbigen Schriftzug und einer Nummer von 1 bis 100. 1990 erscheint ein weiteres Sondermodell auf dem Markt, die Alpine V6 Turbo Le Mans, die mit ihrem Namen an den Gesamtsieg von Alpine im Jahr 1978 bei den 24 Stunden von Le Mans erinnern soll. Jean Redelet war mit dem Alpine Werksteam erstmals 1963 bei den 24 Stunden von Le Mans gestartet. Die Stückzahl des Sondermodells liegt bei 300 Fahrzeugen, Gewicht 1235 Kilogramm. Das Sondermodell hat an der Front bereits eine veränderte Karosserie und andere Scheinwerfer, zusätzlich erhält der Wagen verbreiterte Kotflügel. Alpine strebt 1991 einen weiteren Höhepunkt an. In diesem Jahr kommt nämlich der A610 auf den Markt, ausgestattet mit einem umfassend überarbeiteten V6-Motor. Mit einem Hubraum von 3 Litern und leistungsfähigen Turboladern erreicht der Motor eine Leistung von 250 PS. Äußerlich bleibt der Nachfolger der Linie seines Vorgängers treu, insbesondere in der US-Version mit Klappscheinwerfern.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h, einem Neupreis von rund 100.000 Mark und einer luxuriösen Ausstattung, zu der unter anderem Klimaanlage, Zentralverriegelung und eine hochwertige Stereoanlage gehören, positioniert sich der Alpine in der Spitzengruppe der Sportwagen. Erstmals ist hier auch ABS serienmäßig verbaut. Trotz dieser ambitionierten Spezifikationen bleibt der kommerzielle Erfolg aus. Von 1991 bis 1995 werden lediglich 818 Exemplare des Wagens produziert. Verschiedene Sondermodelle und sogar der Einsatz als Safety Car beim Formel-1-Rennen in Silverstone 1994 können den Rückgang der Nachfrage nicht stoppen. Ein Jahr später wird die Produktion eingestellt, was das Ende einer Ära für Alpine markiert. Jean Rédélé, der sich 1978 aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hatte, stirbt 2007 im Alter von 85 Jahren in Paris. Fast ein Jahrzehnt später, 2016, präsentiert Renault die Studie eines neuen Alpine-Modells, was auf großes Interesse stößt. Man stelle sich vor, man startet den Motor eines Sportwagens, der nicht nur leicht, sondern geradezu federleicht ist. Der Alpine A110, eine Ikone neugeboren und bereit, die Straßen im Sturm zu erobern. Renault hat mit diesem Auto einen Coup gelandet, der nicht nur Nostalgie weckt, sondern auch modernes Design und Technologie auf den Punkt bringt. Als Renault den A110 auf dem Genfer Autosalon 2017 enthüllte, war klar, das ist nicht irgendein Comeback, sondern ein Statement. Eine Hommage an das Original aus den 60ern, aber mit allem, was die moderne Technik hergibt. Das Herzstück? Ein 1,8 Liter Turbo-Vierzylinder, der mitten im Auto thront. 248 PS mögen auf dem Papier nicht übermäßig klingen, aber bei einem Gewicht von knapp 1100 Kilogramm kommt eine Rakete auf Rädern heraus. In 4,5 Sekunden schießt man auf 100 km pro Stunde, packt man noch 150 drauf, sagt einem der Alpine, dass es Zeit ist, die Zähne zusammenzubeißen. Dazu gibt es ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das so scharf schaltet, als hätte es morgens einen doppelten Espresso getrunken. Das Chassis komplett aus Aluminium, leicht und trotzdem zäh wie Stahl, und die an allen Rädern vorhandenen Doppelquerlenker, sie lassen den A110 wie auf Schienen durch Kurven gleiten. Das Modell, das in Genf gezeigt wurde, war die exklusive Premiere Edition, limitiert auf 1955 Stück. Ein Paradies für Sammler, mit speziellen 18 Zoll Alurädern im mattem Schwarz, Carbonfaserakzenten, und Sportsitzen, die einem das Gefühl geben, man säße in einem Rennwagen. Mit einem Gewicht von nur 1100 Kilogramm ist der A110 ein Leichtgewicht, das auf der Straße wie ein Tänzer agiert. Er ist genauso kompakt, dass man ihn wie eine zweite Haut um sich spürt. Die Länge von etwas über 4 Meter, gerade genug, um stabil zu bleiben. Die Breite von knapp unter 1,8 Meter. Perfekt, um sich durch enge Kurven zu schlängeln, ohne je klobig zu wirken. Und
Die Höhe von 1,2 Metern? Flach wie eine Raubkatze, bereit zum Sprung. Das Besondere an diesen Abmessungen? Sie machen den A110 zu einer Art Präzisionsinstrument. Kein überflüssiger Ballast, kein unnötiger Platz. Alles wurde auf das Wesentliche reduziert, um einem das Gefühl zu geben, dass man nicht nur ein Auto fährt, sondern mit der Straße verschmilzt. Diese Maße sind wie ein geheimer Code für pure Fahrfreude. Alpine hat hier nicht einfach nur einen Sportwagen gebaut, sie haben eine Legende neu erschaffen, die moderne Technik mit dem Charme vergangener Tage vereint. Wenn man in diesen Wagen steigt, geht es nicht nur ums Fahren, es geht um das Erleben, das Fühlen und vor allem darum, ein verdammt gutes Grinsen im Gesicht zu haben. Alpine ist nicht nur zurück. Sie sind gekommen, um den Sportwagenmarkt aufzumischen. Dies ist ein Auto, das Fahrerlebnis und pure Freude in ihrer reinsten Form liefert. Jeder Kilometer eine Fett. Wer braucht schon mehr PS, wenn man ein Auto wie dieses hat? Die Geschichte von Alpine zeigt, wie eine Marke es immer wieder geschafft hat, sich neu zu erfinden und gleichzeitig ihren Wurzeln treu zu bleiben. Von den ersten Erfolgen im Motorsport bis zur heutigen Wiedergeburt des A110. Alpine steht für Innovation, Leichtigkeit und puren Fahrspaß. Möge dieses Vermächtnis die Marke noch lange begleiten und in die Zukunft tragen.